Ich möchte dir zeigen, wie du eher deine Ziele erreichen kannst. Ich bin Katharina, 25, aus Berlin. Hi, ich bin Sabine. Und mein Schnelltipp ist, sich viele kleine Zwischenetappen zu setzen. Das macht dann den Weg noch ein bisschen angenehmer bis zum Ziel. Es ist super wichtig, in erster Linie auf deine physische und mentale Gesundheit zu achten. Denn ohne dass der Körper oder der Kopf funktioniert, können wir gar nichts erreichen. Als zweites kannst du ein kleines Gedankenspiel durchgehen. Stelle dir einmal vor, du bist 85 Jahre alt. Du blickst zurück auf dein Leben und was möchtest du da sehen? Was würde dich wirklich erfüllen? Ich will, dass mehr Menschen nicht mehr das Gefühl haben, alleine zu sein. In meinem Podcast geht es um Traumabewältigung und Selbstliebe. Der hilft jetzt schon mittlerweile 4000 Menschen. Ich sehe es aber immer noch als Selbsttherapie und ich freue mich, wenn andere daran teilhaben. Weitere Tipps, um wirklich Ziele besser zu erreichen, sind auf der einen Seite mein Ziel zu visualisieren, indem ich monatliche Moodboards sozusagen kreiere. Und dieses Moodboard ist quasi eine Collage aus Bildern. Das heißt, ich zeige mir selbst, wo ich sein möchte in einem Monat. Bitte nicht den Fehler machen und direkt nach den Sternen greifen, sondern viel eher kleine Schritte. Und dann hängt man dieses Moodboard irgendwo auf, wo es für einen immer wieder sichtbar ist. Desto leichter wir es unseren Kopf machen, etwas zu verinnerlichen, desto eher können wir unsere Ziele erreichen. Als Kind war mein großes Ziel immer zu heiraten und so eine richtig große Hochzeit zu haben. Dass ich ein Startup aufbauen möchte, das habe ich dann auch getan später. Verheiratet bin ich jetzt. Eine große Hochzeit hatte ich Corona-bedingt noch nicht. Die kommt dann aber nächstes Jahr. Die meisten Ziele meiner Freunde sind entweder Familie oder Karriere. Eigentlich oft mehr Geld zu verdienen. Und die Ziele meiner Frau und mir sind beides. Wenn ich an mir zweifle, dann baut mich meine Holy Hour auf. Einmal meine Frau und aber auch meine Eltern. Das ist, dass ich mir jeden Morgen eine Stunde nur für mich selbst quasi gönne. Der beste Tipp ist für mich definitiv belohnen. Warum sagt man nicht, wow, das habe ich gerade richtig gut gemacht? Eigentlich belohne ich mich ja fast täglich. Mit Schokolade, mit Süßigkeiten oder mit neuen Schuhen. Was hilft dir beim Erreichen deiner Ziele? Schreib es in die Kommentare. Also ich denke, ein guter Ratschlag ist auch, die Dinge im Leben nicht schwarz und weiß zu sehen, sondern es gibt ganz unendlich viele graue Schattierungen und dazwischen ist es sogar super bunt. Das ist, wann das Leben quasi passiert. Tipps für den Alltag, um an Zielen dran zu bleiben, sind eine Art Abkommen mit dir selber zu schließen. Das heißt, du setzt dir sehr klar vor deine Augen, was du erreichen möchtest. Der zweite Tipp ist, dieses Abkommen nicht nur mit dir selber zu schließen, sondern auch zum Beispiel mit einem Freund von dir. Weil wenn du verantwortlich bist gegenüber anderen Menschen für deine Ziele, hat die Wissenschaft bestätigt, dass es viel wahrscheinlicher wird, dass du deine Ziele erreichst. Also wenn ich viel zu tun habe an einem Tag, dann schreibe ich mir das alles auf und auch Sachen, die ich schon gemacht habe, einfach nur um diesen Haken setzen zu können und mich dann gut fühlen zu können, weil ich schon so viel gemacht habe. Das unrealistischste Ziel, was ich mir je gesetzt habe, war, mein Tech-Startup aufzubauen. Definitiv Geige zu lernen. Ich kann auch nicht mal Noten lesen. Weil rational hätte ich das, glaube ich, nie gemacht. Aber weil ich intuitiv auf mich selber gehört habe, war es einfach nach dem Motto Augen zu und durch. Ich glaube, wenn man genügend Ziele zwischendrin hat, dann kann man alles erreichen. Zur Frage, wie du dir deine Ziele am besten setzen kannst, gibt es die SMART-Methode. Zum Beispiel ein Ziel, ich möchte morgen Sport machen, ist nicht so gut. Das heißt, wir sollten dieses Ziel spezifischer, etwas detaillierter gestalten. M für messbar. Wir brauchen ein Ziel, was wir gegenchecken können. Haben wir unser Ziel wirklich erreicht? A steht für ausführbar. Dein Ziel sollte realistisch sein. R steht für relevant. Da ist es sehr hilfreich, das Warum hinter deinem Ziel zu verstehen. Und zum Schluss, dein Ziel braucht eine zeitliche Zielorientierung. Ich gehe morgen früh um 8 Uhr an der Alster joggen für 15 Minuten, damit ich mich fitter fühle. Ist das optimale Ziel für dich? Ich glaube, beim großen gesellschaftlichen Ziel reicht es nicht, wenn jeder an sich selber denkt. Also man kann bei sich selber anfangen und sagen, ich werde vegan, ich fahre weniger Auto, aber man sollte auch genauso an seine Mitmenschen denken.
Es kann passieren, dass wir uns ein Ziel stecken, aber irgendetwas in uns drin widerstrebt diesem Gedanken. Dann ist es wichtig, Abstand zu diesem Ziel zu gewinnen, aber gleichzeitig sich auch zu fragen, warum? Ich glaube generell, dass man aus Fehlern lernt und dass Fehler einen zu einem schlaueren und weiseren Menschen machen. Du verdienst wirklich das Allerbeste und egal, ob du am Ende scheiterst oder gewinnst, du kannst super viel daraus lernen und das ist das Wertvollste im ganzen Leben.